Herzlich willkommen auf meinem Kanal, der sich tiefergehend mit narzisstischen Beziehungen beschäftigt. Hättest du irgendetwas am Verlauf eurer Beziehung ändern können, sodass ihr jetzt nicht getrennt wärt? Hätte es ein Happy End geben können? Das ist die Frage der heutigen Podcast-Folge. Und ihr werdet am Ende restlos für euch beantworten können, woran es gelegen hat, dass ihr getrennt seid. Der toxische Liebeskummer ist nicht ohne. Er lässt uns nicht in Ruhe, bis wir nicht alle offenen Fragen für uns beantworten konnten und somit den Abschluss fanden, den der Narzisst uns nicht gewährt hat. Dass sie gehen ohne eine echte Erklärung, das ist ja gang und gäbe und wir leiden darunter. Alle offenen Loops halten uns noch in Geiselhaft und halten den Schmerz aufrecht. Und darum sitze ich heute hier, um euch hoffentlich von diesen eisernen Bändern zu befreien. Möge wirklich jedes qualvolle Gefühl von euch abspringen. Darum bin ich hier. So, ich fange jetzt an mit meinem Tauchgang. Der Deep Dive beginnt jetzt. Der Narzisst, die Narzisstin begann einen gemeinsamen Weg mit euch. Ihr wurdet idealisiert, ihr wart das Beste, was er je getroffen hat. Euer Heldeninstinkt wurde geweckt, euer Beschützerinstinkt, dein mütterlicher Instinkt, deine reinste Form der Liebe, der bedingungslosen Liebe, wurde geweckt. Und es fühlte sich so an, dass der Narzisst auch dich bedingungslos liebt und ihr diesen Weg Hand in Hand geht. Der Weg führte in Kreisläufen einen Berg hinauf. Am Anfang war der Weg noch ganz leicht, ihr hättet hüpfen können vor Freude. Es war noch Hand in Hand und plötzlich ließ er oder sie die Hand los. Ja, ihr wart allein in der Beziehung und ihr habt euch gefragt, was ist jetzt los? Der Narzisst guckte euch mit umwölkter Stirn an, als wenn mit euch was nicht stimmt und wurde immer unzufriedener auf dem gemeinsamen Weg. Es wurde immer anstrengender. Die Luft wurde immer knapper, je höher ihr kamt. Doch es gab immer wieder eine schöne Rast, schöne Momente und ihr habt gehofft, dass sich alle Probleme, die sich unterwegs auftaten, lösen lassen würden. Ihr wart bereit dazu. Du bist sicherlich ein guter Problemlöser, sonst hätte dich der Narzisst, die Narzisstin nicht ausgewählt und es hat dich sehr erschöpft, Steine, Äste, ja Baumstämme vom Weg zu rollen. Letztlich seid ihr am Gipfel des Berges angekommen. Doch der Narzisst, die Narzisstin schaut dich an, als wärst du ein Fremder, eine Fremde, als wärst du der schlimmste Mensch der Welt und stößt dich völlig unerwartet. Und du fällst und fällst und fällst. Und es ist unbegreiflich, wie es dazu kommen konnte. Denn du hast alles gegeben, bist ein Geber, darum wurdest du auch ausgewählt. Bist ein wunderschöner Mensch. Wie konnte es dazu kommen, dass dich der Narzisst ins Nichts stößt? Nachdem er dich emporgehoben hat, du so viel in die Beziehung investiert hast, dich so angestrengt hast. Und das ist der Kern der narzisstischen und psychopathischen Gewalt, dieses sich erst erheben und von dieser Stufe dich runterzustoßen. Das ist die eigentliche Gewalt, die in diesen Beziehungen stattfindet, mal ganz abgesehen von den anderen Gewaltformen, die in der Abwertungsphase passieren. Das ist aber die ultimative Gewalt am Ende, die am schlimmsten ist und die am meisten traumatisiert. Das fühlte sich für mich an, als würde ich nicht nur von einem Berg gestoßen oder von einem Sprungbrett 10 Meter und unten kein Wasser drin im Becken. Es fühlt sich an, als würde man in den Orbit gestoßen, regelrecht von der Welt raus geschleudert. Der Narzisst betätigt den Schleudersitz. Und ich möchte euch nun beantworten, wie es an diesen Punkt kommen konnte und was ihr hättet tun können. Narzissten haben keinen Zugang zu wirklich glücklichen Emotionen. Liebe, Intimität, Fürsorge, Akzeptanz, all das haben sie gelernt mit Schmerz, Verletzung, Ausbeutung, niedergemacht werden, nicht gut genug zu sein, verknüpft mit Vernachlässigung, emotional, körperlich, Grenzüberschreitungen. Sie haben gelernt, dass Liebe und Intimität unvermeidlich mit gebrochenem Herzen enden wird und es daher besser ist, sich fernzuhalten. Dennoch gehen sie ja Beziehungen ein. Das ist ihr Widerspruch, ihre Ambivalenz. Der Narzisst verfällt in diesen Selbstbetrug, dass das, was er empfindet, für dich Liebe ist. Narzissten sind ebenfalls nicht in der Lage, sich von dir lieben zu lassen.
Und das ist fast noch schmerzhafter, weil du ja mit all deiner Liebe, die du zu geben hast, zurückgewiesen wirst. Du kommst damit nicht an. Er lässt es gar nicht in sich hinein. Denn Liebe ist eine Bedrohung für einen narzisstischen Menschen. Dennoch beteuern sie, die größten Liebhaber zu sein. Ja? The biggest lovers on earth. Was der Narzisst Liebe nennt, ist in Wahrheit aber ein psychologisches Konstrukt und das nannten Narzissmusforscher die Shared Fantasy, die geteilte Fantasie. Diese beginnt mit der Idealisierung und das ist keine Phase der Liebe, obwohl es sich so anfühlt. Ja, euch wird bedingungslose Liebe offeriert. In euch wird bedingungslose Liebe geweckt. Das ist eine Co-Idealisierung. Keine Liebe, es ist Gehirnwäsche. Ja, das reinste Brainwashing. Hat nichts mit Liebe zu tun. In dieser beginnenden Phase werdet ihr eingeladen in des Narzissten Fantasiewelt, in seine Demo-Version von einer romantischen Beziehung. In dieser Zeit beginnt das Spiel. Der Narzisst verinnerlicht eine ideale Version seines Partners und interagiert ab da nur noch mit diesem Idealbild, das er von dir hat. Ja, er ist in der Beziehung nicht präsent, er ist eigentlich nicht wirklich emotionally available für dich. Darüber wird aber erstmal hinweggetäuscht, weil das alles so intensiv ist. Ja, diese Intensität vertuscht, dass hier keine tiefe Intimität, keine wirkliche Deep Connection da ist. Die Idealisierungsphase ist ein reiner Abwehrmechanismus, der die Angst abwehren soll, die der Narzisst hat vor wahrer Intimität. Der Narzisst steuert die gemeinsame Fantasie, in die er dich einlädt, die er kreiert hat. Er ist wirklich der Regisseur, der Creator und ihr seid da tatsächlich im Film, im Kino des Narzissten. Dazu findet ihr in meiner Playlist auch noch ein Video im Kino des Narzissten. Wenn der Narzisst den Partner idealisiert, bedeutet das, dass er sich damit einredet und das auch macht, um niemals verletzt zu werden. Denn ein idealer Partner tut sowas nicht, der verlässt mich nicht, der tut mir nicht weh, der ist ideal. Und so baut er sich ein falsches Sicherheitsgefühl auf. Der Narzisst wird dadurch selbst zur idealen Person. Er wird selbst perfekt, unverletzbar, bulletproof, göttlich, unbesiegbar. Er ist ideal. Das alles ist eine Traumwelt, aus der man aufwachen kann. Der Narzisst hält sich eine Hintertür offen. Er kann jederzeit aus der Shared Fantasy raus. Bloß der Partner kann es nicht. Er ist darin eingeschlossen. Ihr seid wirklich entführt. Ihr seid in Geiselhaft. Ihr merkt's nur nicht, weil das erstmal alles sehr angenehm ist. Was der Narzisst noch nicht weiß und nicht bewusst merkt, ist, dass alle seine Kindheitstraumata in der geteilten Fantasie reaktiviert werden und er die auch reinszeniert. Er hat das Gefühl, dass aber ihn diese negativen Erfahrungen, diese Traumata nichts anhaben können. Der Narzisst glaubt, er wäre über alles erhaben. Ja, er wäre wirklich unverletzbar. Es ist ein dissoziativer Zustand und ein grandioser Zustand. Das alles führt zur Grandiosität, weil ich bin unverletzbar, ich stehe über allem, ich habe die volle Kontrolle über diese Welt, die ich erschaffen habe. Ich kann einen potenziellen Partner darin einfangen. Das alles ist nicht real, es ist eine imaginäre Beziehung und darum lässt es den Narzissten sicher fühlen und bewahrt ihn vor echter Intimität, während ihr glaubt, in einer echten Liebesbeziehung zu sein. In dieser Zeit werdet ihr, egal ob Männlein oder Weiblein, zur Mutterfigur gemacht. Das gibt eurem narzisstischen Partner Stabilität und versetzt ihn in die Lage, sich überhaupt darauf einlassen zu können. Er spielt in dieser gemeinsamen Fantasie die Themen mit seiner Mutter nach. Diesmal ohne Angst. Er spielt den gesamten Mutterkonflikt, seinen ganzen Mutterkomplex durch. Er überträgt das auf euch. Er überträgt es auf euch und projiziert auch alle Anteile, die er nicht möchte, alle Gefühle, die er nicht haben möchte, auf euch. Es fühlt sich zunächst gut an, diese Parallelwelt. Es ist die perfekte Symbiose, eins zu werden mit dem Intimpartner, so wie es mit seiner Mutter war. Nur diesmal, und das ist die Krux an der Sache, mit dem
dem Ziel der Trennung. Zurück in die Idylle, ins Einssein, ins Normal geboren werden. Nur, um aus dieser Verschmelzung heraus die Mutter abzulehnen, sich von ihr diesmal erfolgreich zu trennen und eine eigenständige Person zu werden. Das alles steht in einem großen Gegensatz zu einer echten Verliebtheit, zu einer gesunden, romantischen Beziehung. Die geteilte Fantasie ist die Simulation des Narzissten, die nicht real ist. Mit dem gleichen Enthusiasmus, mit der gleichen Begeisterung und Intensität und Überzeugungskraft und dem Schwur der einmaligen Liebe, der Seelenpartnerschaft. Wir sind Twin Flames, wir sind füreinander geschaffen, du bist geboren für mich. All das könnte er jederzeit mit einem anderen Menschen durchspielen. Ja? Es ist erschreckend. Innerhalb eines Tages könnte er das austauschen und jemanden anderem diese Hauptrolle geben. All das fühlt sich viel intensiver an als echte Verliebtheit. Deswegen sehen sich Partner auch nach dem Ende der narzisstischen Beziehung, wenn sie darüber keine Aufklärung erhalten, dorthin zurück, obwohl sie vielleicht später eine gesunde Partnerschaft haben. Das kann über Jahrzehnte gehen, dass diese toxische Sehnsucht besteht, weil man das nie wieder mit jemand anderem erlebt und nun scheint der Narzisst recht gehabt zu haben, oh, niemand liebt dich so wie ich, mit niemandem ist das so wie mit mir, es ist nicht so geil. Aber überlegt mal, all das, was euch an Schmerz zugefügt wurde, all das, was verwirrend war, ja, wo ihr nicht verstanden habt, was los ist, wo ihr in der kognitiven Dissonanz im Nebel gelebt habt. All das findet in einer gesunden Beziehung nicht statt. Und das ist die ganze Intensität, die Achterbahnfahrt nicht wert. In einer echten Verliebtheit gibt es keine Austauschbarkeit. Da kannst du nicht innerhalb von Stunden das Gleiche mit jemand anderem empfinden. Das frag mal jemand, der gerade Liebeskummer hat, weil auch sogar ein Teenager ist da weiter als ein Narzisst. Frag mal einen Teenager, der gerade seine erste Liebe verloren hat. Dem Jungen wird gesagt, ja, Mütter haben auch noch andere Töchter. Es gibt noch andere Muttersöhne. Das sag mal einem Teenager. Der wird dich böse angucken. Das ist einfach unvorstellbar. Das will man nicht hören, wenn man liebt. Nicht der Narzisst. Die Rolle ist an die Zweit- und Drittbesetzung jederzeit zu geben. In der geteilten Fantasie gibt es eben nur die Imitation von Liebesgefühlen seitens des Narzissten. Deine Gefühle sind echt, aber ich werde trotzdem noch aufdecken, worauf sich deine Liebe im Grunde bezieht. Aber dazu in einer Minute. Die geteilte Fantasie ist süchtig machend. Achtung, ganz gefährliche Sache. Ist wirklich wie eine Opiumhöhle. Wie Magic Mushrooms. Du wirst ja so idealisiert und du hast auch auf einmal dieses grandiose Gefühl. Das ist absolut süchtig machend. Und wenn dann noch die intermittierende Verstärkung kommt, das heißt, der Narzisst zieht sich zeitweise zurück oder die Narzisstin spielt mit dir hot and cold, das macht dich süchtig. Guck dir mal ein Handyspiel an. Mal wirst du mit Ressourcen überschüttet und das Spiel läuft super, dann werden die Ressourcen knapp und du verlierst immer. Hast eine Niederlage nach der anderen in so einem Handy- oder PC-Spiel. Genauso ist es mit dem Narzissten. Er zieht seine Ressourcen zurück, Liebesentzug, ja. Du beginnst dich danach zu sehen, du investierst immer mehr in diese Beziehung, du wirst immer abhängiger davon. So funktioniert das Spiel. Und je mehr er kühl ist und hart und sich zurückzieht und den Coolen spielt, umso mehr bist du bereit, für ihn zu tun. Das ist ein Psychotrick. Deswegen wollen wir ihm oder ihr gefallen, obwohl wir eigentlich keine People-Pleaser sind und nicht co-abhängig sind. Und jetzt zu deiner Liebe. Die Verliebtheit, die du zum Narzissten empfindest, ist induziert. Er hat dich, sie hat dich verliebt gemacht. Und zwar verliebt gemacht in das Idealbild von dir selbst. Noch nie so wohlgefühlt in deiner Haut, mit deiner Person, mit deinen Qualitäten. Das ist ein Höhenflug. Alles andere im Leben wird unwichtig. Ihr seid fokussiert auf eure Verbindung mit dem Narzissten, auf die geteilte Fantasie. Dafür hattet ihr nur noch keinen Namen. Die gemeinsame Fantasie subsumiert andere Bereiche eures Lebens. Und es wird zu einer Art Ersatzleben, in das ihr versunken seid. Das geschieht in einer normalen Verliebtheitsphase nicht. Ihr seid von anderen Interessen, die ihr früher hattet, getrennt. Ihr erlebt euer Leben wie durch Plexiglas, als wärt ihr in so einer Kugel drin, in so einer Bubble mit dem Narzissten und ihr könnt da nicht raus. Ihr wollt da auch zunächst noch nicht raus. Dass der Narzisst mehrere solche Bubbles hat, mit mehreren Supplygebern, das wisst ihr noch nicht. Er kann mehrere Shared Fantasies kreieren. Es
muss nicht nur eine geben. Je höher der Narzissmus ausgeprägt ist, umso größer ist auch seine Matrix aus Menschen und umso mehr Shared Fantasies hält er auch im Laufen. Er macht das, diese Idealisierung, damit auch du ihn idealisierst. Der Narzisst ist nur investiert in sich selbst, nicht in den Partner. Deine Idealisierung festigt sein falsches Selbst und seine Ego-Funktionen und das ist für ihn überlebensnotwendig. Für dich fühlt sich das Ganze so an, als hätte es noch nie jemanden gegeben, der dich so gut verstehen konnte wie der Narzisst. Niemand hat mich jemals so erfasst, niemals so zutiefst verstanden. Das ist der Deeper Understanding-Effekt in narzisstischen Beziehungen. Da wurdest du hinein manipuliert, denn in Wahrheit ist der Narzisst sehr oberflächlich. Dieses Deeper Understanding-Gefühl, das kommt daher, dass beide Partner aus einem ähnlichen frühkindlichen Background kommen. Ein Background, eine Umgebung, in der ihr aufgewachsen seid, wo Erwartungen zu erfüllen waren, wo man Rollen spielen musste. Ich spreche jetzt vor allen Dingen die unter euch an, die mindestens ein narzisstisches Elternteil hatten. Aber auch nicht narzisstische Eltern können teils hohe Erwartungen an euch gestellt haben. Ja, und dieses I'm not enough, I'm not good enough, das ist euch einkonditioniert. Da kann der Narzisst sehr gut anknüpfen. Dieses ähnliche Umfeld, falls ihr narzisstische Eltern hattet, dann kennt ihr schon emotionalen Missbrauch, ohne dafür einen Namen gehabt zu haben, ohne das benennen zu können. Da gab es Parentifizierung, da gab es Instrumentalisierung, da gab es ein Schwanken von sehr, sehr guten Zeiten und alles ist toll und Abwertung. Da gab es Silent Treatment, Liebesentzug, emotionale Bestrafungen. Ihr habt gelernt, euch zu bemühen zu müssen, um würdig zu sein. Das sind jetzt Gefühle, die Menschen kennen, die Narzissten als Eltern hatten. Ich habe als Dreijährige schon gesagt, man muss sich nur bemühen. Eine Manipulation, denn dem Kind wird klar gemacht, wenn du dich bemühst, dann wird alles gut. Und so werden wir dazu erzogen, uns endlos anzustrengen. In der Hoffnung, dass dann alles gut bleibt oder alles gut wird. Viele Menschen entwickeln daraufhin eine gesteigerte Empathiefähigkeit. Sie lernen, Stimmungen zu lesen, fühlen sich für Gefühle anderer Menschen verantwortlich, so wie die Eltern das Kind für ihre Gefühle verantwortlich gemacht haben. Das ist die Parentifizierung, denn eigentlich sollte ja der Erwachsene koregulieren emotional und sich da verantwortlich fühlen, nicht umgedreht. Doch wenn beide aus so einem Umfeld kommen, der Narzisst und der Nicht-Narzisst, sprechen beide die gleiche psychologische Sprache. Auf tiefstem Level können diese beiden Menschen kommunizieren, nahezu telepathisch, ohne Worte, mit einer Berührung. Ich habe das erlebt. Mein narzisstischer Partner brauchte mich eigentlich nur in der Öffentlichkeit leicht am Rücken berühren. Ich wusste, was er wollte. Wir brauchten gar nicht uns groß absprechen. Das ist eine starke Verbindung. Ja, das wird auch dazu verwendet, dich zu isolieren. Da sagt der Narzisst, keiner versteht, was wir für eine Verbindung miteinander haben, was zwischen uns ist. Ja, hör auf niemand anderen, der was dagegen sagt. Kennst du das? Diese enorme Resonanz, dieses augenblickliche Erkennen von sich selbst ganz tief im anderen, das schafft so eine starke Bindung. Da ist noch gar kein Trauma passiert. Das ist ein unglaubliches Bonding. Der Narzisst triggert im Partner das innere Kind und er wird euch gegenüber zum Kind und der Partner ist, wie gesagt, die Mutterfigur. In diesem Prozess entsteht auch das Gefühl der Fusion, wir gegen die Welt, wir gegen den Rest der Welt. Niemand kann uns trennen. Zusammen sind wir unschlagbar. Wir ergänzen, bestärken uns. Das ist die Resonanz zweier Selbstverliebtheiten. Erinnert euch, der Narzisst ist nur investiert in sich selbst und er bringt euch dazu, euch in das Idealbild zu verlieben. Das ist aber alles ein unbewusster Prozess. Es wird als Ganzheit erlebt. Das Gefühl, dass ihr euch komplettiert, ohne einander unvollständig seid. Diese Ganzheit ist Glückseligkeit, völliges Einssein. Es geht darum, eins zu werden, emotional, körperlich, intellektuell, auf allen Ebenen. Es ist wie zurück an den Anfang. Alle Verletzungen, die du jemals hattest, tun dir nicht mehr weh. Da ist kein Schmerz mehr. Es ist wie eine zweite Chance. Es ist wie eine zweite Chance im Leben zu bekommen. Das ist unwiderstehlich. Also alles, was im Leben schief gelaufen ist, was du dir anders gewünscht hättest, was dir wehgetan hat, was dir Leid zugefügt hat, wird wirklich wie von Zauberhand gelöscht. Dein inneres Erleben wird komplett erneuert. Du startest von Zero. Der Narzisst ermöglicht dir,
dich wie neu, indem er dich idealisiert und von der Realität entführt in seine Fantasie, in seine Simulation. Das ist das Unwiderstehliche. Das ist das Berauschende und süchtig Machende. Die Bindung in der geteilten Fantasie, sagte ich, ist auf so vielen Ebenen. Auf der Mutterebene, auf der Freundschaftsebene, auf der Kinderebene, auf der romantischen Ebene, der Intimpartnerebene. Doch diese Parallelwelt, diese Demoversion einer Beziehung, entwickelt eine Eigendynamik, über die dann der Narzisst keine Kontrolle mehr hat. Denn diese Kontrolle, die er glaubte zu haben, ist eine Illusion. Was auch der Narzisst nicht weiß, ist, dass das ultimative Ziel der geteilten Fantasie die Trennung ist. Es führt also zwangsläufig zur nächsten Stufe. Es wird wie mit einem Katalysator vorangetrieben zur Abwertungsphase. Bis hin zum Verwerfen des Partners. Unabhängig von deinem Verhalten. Deine Entscheidungen spielen dabei keine Rolle. Deine Eigenschaften geben ebenfalls nicht den Ausschlag dabei. Nichts, was mit dir zu tun hat, ändert was an diesem zwangsläufigen Ablauf. Nichts davon wurde von dir versäumt oder verursacht. Egal, was der Narzisst sagt, egal, wessen er dich beschuldigt. Es läuft bis zur Selbstzerstörung. Die geteilte Fantasie des Narzissten ist ein Raumschiff und ab einem unwillkürlichen Zeitpunkt oder einem willkürlichen Zeitpunkt wird der Selbstzerstörungsknopf gedrückt, der Countdown läuft und eure Beziehung löst sich auf. Deswegen hängen Narzissten in diesem Wiederholungszwang ihr Leben lang. Aus dem Grund tut er immer wieder dasselbe und erwartet ein anderes Ergebnis, was ja die Definition von crazy ist. Ja, immer wieder dasselbe zu tun und einen anderen Ausgang zu erwarten. Hätte es anders ausgehen können? Wart ihr schuld? Nein, das wart ihr nicht. Ihr wart vor die unlösbare Aufgabe gestellt. Die geteilte Fantasie wird angetrieben durch Konflikt und Drama, das reinszeniert wird, das längst vor eurer Zeit schon entstanden ist. Es kommt zu ständigen Fehlinterpretationen seitens des Narzissten, deswegen erklärt er euch in einer narzisstischen Beziehung auch tot. Ihr wollt immer was richtigstellen, aber das gelingt nie, weil der narzisstische Partner in seiner verzerrten Wahrnehmung gefangen ist. Dieser Seelenpartner-Effekt, die Zwillingsseelen, die sich gefunden zu haben glauben, das passiert deshalb, weil sie eine Reflexion von sich selbst im anderen gefunden haben, als wären sie Klone voneinander, in perfekter Resonanz und Ganzheit. Doch dieser Zustand hält nicht an. Es kommt immer wieder zu Abweichungen vom Idealbild, weil wir nun mal Menschen sind. Es kommt zu Konflikten. Es kommt immer wieder zu kleinen Enttäuschungen von diesen rigiden Erwartungen und es ist auch keine faire Welt. In der gemeinsamen Fantasie darf der Narzisst alles tun, es gibt für ihn keine Regeln, es ist alles grenzenlos, aber ihr habt euch an sich ständig ändernde Regeln des Narzissten zu halten. Dieser narzisstische Kodex, was er eigentlich von euch erwartet, das wird nicht mal ausgesprochen, aber es wird euch aufgezwungen und ihr sollt nun von euch aus immer wieder im Sinne des Narzissten handeln. Das geht gar nicht. Ihr hättet da nicht d'accord gehen können. Und selbst Partner, die d'accord gehen, sind eigentlich psychologisch gesehen die schlechtesten Partner für einen Narzissten, weil ihr müsst abweichen, um den Narzissten zu frustrieren, damit der Narzisst die Chance hat, sich von euch als Mutterfigur zu lösen. Er will ja raus aus dieser Symbiose. Er will ja eine eigene Persönlichkeit entwickeln. Und dazu muss es Dissonanzen geben, Abweichungen geben. Es muss zwischen euch Unterscheidungspunkte geben. Raus aus dieser Ganzheit. Es ist die Vertreibung aus dem Paradies. Buchstäblich. Dass es in der Shared Fantasy dann Konflikte gibt, das kommt nicht durch euch. Es liegt am Schwarz-Weiß-Denken des Narzissten. Alles ist entweder gut oder böse. Am Anfang war der die ideale Person, plötzlich seid ihr die schlimmste Person der Welt. Es liegt an der Projektion negativer Gefühlszustände. Der Narzisst projiziert auch auf euch Eigenschaften und Schwächen von ihm selbst, für die er sich schämt. Er projiziert auch Wünsche und unrealistische Erwartungen auf euch. Dadurch entstehen Konflikte. Denen kann kein Mensch entsprechen und muss auch kein Mensch entsprechen. Das Versprechen, neu beginnen zu können, nochmal Kind zu sein, eine ideale Mutter zu haben, einen sicheren Raum für seine Entwicklung zu haben, Gefühle zu erleben, ohne verletzt zu werden, all das erodiert
Und diese gemeinsame Zeit, diese gemeinsame Fantasie wird unerträglich schmerzhaft und das treibt den Narzissten raus aus dieser Symbiose mit dir. Es ist eigentlich psychotisch, weil in der Psychose ist am Anfang auch eine Parallelwelt da, in die der Betroffene immer wieder rein switcht. Mit der Zeit wird diese Parallelwelt aber immer graulicher, wird immer dunkler, immer erschreckender. Und da der Narzisst mehr und mehr mit seinen Gefühlen in Verbindung kommt, wo auch das Trauma lauert, wo auch der Schmerz lauert, wird das immer unerträglicher für ihn. Und so treibt es ihn unweigerlich in die Separationsphase rein. Da kannst du gar nichts dagegen machen. Weichst du ab vom Bild, kommst du rein in die Abwettungs- und Separationsphase bis zur Verwerfung. Und wenn du genau dem versuchst zu entsprechen, was der Narzisst will, dann fühlt er sich noch überlegener, noch mächtiger und wird dich noch schlechter behandeln und wird pushen und Dramen schüren und Konflikte, bis du ausflippst, bis du eben dich von diesem Bild entfernst und er eben endlich über diese Konflikte in die Separation und Individuation reinkommt. Also er wird dich dazu treiben. Das hat ein Narzisst nicht geplant, das muss ich auch nochmal sagen. Das tut er nicht, das ist kein teuflischer Plan. Er ist selbst dort drin involviert und er erwacht nicht daraus. Die gemeinsame Zeit muss ungemütlich werden, damit er endlich diesen Schritt, sich zu trennen, nachholen kann. Damit er endlich die Symbiose mit der Mutter verlassen kann, in der er immer noch ist. Selbst wenn ein Narzisst seine Mutter ablehnt und einen vermeidenden Bindungsstil entwickelt hat, bleibt er trotzdem in der Symbiose verhaftet, selbst wenn er zu ihr antagonistisch ist. Oder der andere Typ, Narzisst, ist nicht gelöst von der Mutter. Die Mutter wird immer noch weiter idealisiert. Auf die Mutter lässt er nichts kommen, für die Mutter macht er alles. Der entwickelt eher einen ambivalenten Beziehungsstil. Der ist zunächst anhänglich, der hat auch eine gewisse Verlustängstlichkeit, die ihm bewusst ist. Darum braucht er unheimlich viel Kontrolle über dich. Das sind auch eher die Stalker, die noch in der vollen Fusion mit Mami sind und da keine ablehnende Rolle einnehmen, können einfach auch nicht von dir lassen, die gehen obsessed mit dir. Aber die Vermeider kommen in eine momentane Intensität mit dir rein und dann verlassen die Shared Fantasy Bubble einfach wieder. Jederzeit und können auch mit anderen Intimpartnern sein. Bloß nicht mit einer sich komplett verbinden, bloß nicht sich auf eine Zweisamkeit einlassen. Die haben multiple Zweisamkeiten, um halt die Nähe zu vermeiden zu einem Menschen. Wenn es dann zur Trennung kommt, um sich von euch als Partner wie auch von euch als Mutterersatzfigur zu trennen, merkt der Narzisst, dass es nicht klappt. Er fühlt sich nicht anders als vorher. Es ist kein magischer Prozess plötzlich vollendet worden. Wie Sisyphus wiederholt er diesen Ablauf entweder wieder mit dir und huvert dich oder beziehungsweise und mit unzähligen anderen Partnern bis zu seinem Lebensende, ohne jemals zum Individuum zu werden. Und das ist die Antwort auf eure Frage. Ihr hattet keinen Einfluss auf den Verlauf der Beziehung. Die geteilte Fantasie war niemals stabil. Es wird immer konfliktreicher und es läuft auf die Separation hinaus. Zu erreichen. Dein Partner hatte ein komplett anderes Ziel als du. Das Ziel war die Trennung, die Zerstörung dieser Idylle, dieser Verschmelzung. Und alles, was wie Happy End aussah, war Future Faking. Der Narzisst täuscht sich selbst. Er glaubt jedes Mal, seine Traumfrau gefunden zu haben. Oh, das ist jetzt die Frau meines Lebens. Das ist jetzt der Mann meines Lebens. Nur wenige jonglieren einfach so mit Beziehungen herum und glauben gar nicht daran. Die gibt's auch. Das ist dann schon ein hochgradigerer Narzisst oder Narzisstin, die das ganz kalkuliert machen. Ihr habt nichts ändern können an diesem Verlauf. Ziel war immer die Trennung und kein Happy End. Und darum wird auch die 22. Chance, die ihr diesen Menschen gebt, nichts daran ändern. Er wird nur noch mal versuchen, die missglückte Separation zu vollziehen und zu wiederholen. Mehr wird nicht geschehen, wenn ihr der Sache noch einmal eine Runde gebt. Befreit euch. Wenn ihr diesen Menschen verliert, verliert ihr keinen Teil von euch selbst. Ihr verliert das Idealbild, die Idealversion von euch. Ihr fühlt euch dann nicht mehr so wunderbar, weil er euch so nicht mehr sieht. Aber schon seit der Abwertungsphase sehen er oder sie euch nicht mehr so. Schon da habt ihr genau diese Idealversion von euch entzogen bekommen. Also ihr seid dann nicht mehr eins damit und das fühlt sich nicht mehr so toll an.
Wenn er oder sie geht oder ihr euch aktiv trennt, nimmt er euch nicht mit. Also es fühlt sich so an, als wenn er einen Teil von dir mitnimmt. Aber das ist eine Illusion. Du bist komplett, du bist ganz. Du wirst jetzt nur nicht mehr ideal gesehen. Und das ist, ouch, das ist eine emotionale Verletzung. Dein Selbst wird verletzt, aber das heilt. Du kannst ohne dieses Idealbild von dir leben. Setz dich hin und mach dir klar, was deine Qualitäten sind, deine Stärken, deine wunderbaren Seiten, auch was deine Schwierigkeiten sind und betrachte das, dich als ganzen Menschen und sag dir auch bei deinen Schwächen oder bei den Sachen, wo du sagst, oh ja, das kann ich nicht so gut oder das ist nicht so perfekt, dich selbst umarmst, das kannst du so über Kreuz machen, deine Hände über Kreuz, deine Oberarme streicheln. Du kannst auch tappen, Schmetterlings EMDR, und dir dabei sagen, während du tappst, auch wenn ich nicht perfekt bin, da kannst du alles einsetzen, was du möchtest. Liebe und akzeptiere ich mich, so wie ich bin. Auch wenn du dir das noch nicht gleich glaubst, dein Unterbewusstsein nimmt diese Glaubenssätze auf und sie sind ein Gegengift gegen alles, worauf dich der Narzisst in der Abwertungsphase konditionieren wollte. Alle negativen Dinge, die du über dich denkst, sobald die dir durch die narzisstische Stimme in den Kopf kommen, narzisstische Introjekte, die quatschen den ganzen Tag wie so kleine Roboter, wie so kleine KIs, dann setzt du dich hin und sagst, ja, so bin ich oder so bin ich nicht, aber auf jeden Fall, auch wenn ich so und so bin, liebe und akzeptiere ich mich, so wie ich bin, denn ich bin einfach menschlich und nobody is perfect. Ich schicke dir ganz viel positive Energie. Danke fürs Zuhören. Ich würde mich sehr freuen, wenn du die Lichtmomente, die du vielleicht hattest beim Hören dieses Videos, deine Erkenntnisse mit uns teilst, weil das hilft auch anderen Betroffenen, sich verstanden zu fühlen. Aber wenn wir uns hier gegenseitig unterstützen und wir sehen, auch andere haben das durchgemacht und wir uns hier gegenseitig verstehen, dann entsteht wirklich echtes Verständnis. Dann können wir auf das Deeper Understanding mit einem Narzissten oder einer Narzisstin gut und gerne verzichten, denn das ist nicht echt. Wenn ihr das Video teilt und den Kanal abonniert, dann helft ihr dabei, dass der YouTube-Algorithmus Antwortsuchenden dieses Video vorschlägt und sie sich daraufhin befreien können. Das wäre toll, wenn wir uns auch auf diese Weise auf breiterer Ebene unterstützen würden. Vielen Dank für deinen Beitrag. Ich hoffe, das hat dich heute innerlich etwas befreit. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Das war Katis Podcast zum Thema Shared Fantasy